Hallo liebe FC Bayern Freunde, willkommen auf Bayern News. Ja, der FC Bayern München sehen wir gerade, da laufen 7 Verträge für das nächste Jahr 2025 aus. Das heißt, eine Menge Arbeit für Eberl beim FC Bayern München, um mit diese Spieler zu verlängern, ja oder nein. Und da schauen wir uns heute in diesem Video genau an und schreib nachher deine Meinung. Soll der FC Bayern München mit den Spielern verlängern, ja oder nein? In die Kommentare. Ja, und danke schon mal für euer Abo und für euer Like für Bayern News. Dann fangen wir auch gleich an mit Manuel Neuer. Natürlich Manuel Neuer mit 38 Jahren ist zwar schon alter, aber ich denke mal, 1-2 Jahre könnte Manuel Neuer auf jeden Fall noch auf Top-Niveau, auf Höchstniveau beim FC Bayern München spielen. Er ist seit 2011 beim FC Bayern. Er kam ja von Schalke 04 zu Bayern München. Er hat 526 Spiele bis jetzt für den FC Bayern München absolviert. Und ich denke mal, er könnte auf jeden Fall noch 1-2 Jahre auf Top-Level spielen. Und das natürlich beim FC Bayern München. Daher sage ich, ist meine Meinung, sollte Bayern München, wenn Manuel Neuer möchte, auf jeden Fall mindestens nochmal ein Jahr verlängern. Und wie gesagt, schreib deine Meinung. Soll man mit Manuel Neuer verlängern, ja oder nein? In die Kommentare. So, dann geht's weiter zum nächsten Spieler. Ja, Eric Dier, auch sein Vertrag läuft im Juni 2025 ab. Er kam ja erst im Januar 2024 von Tottenham zum FC Bayern München, hat unter Tuchel war er Stammspieler, hat eigentlich auch sehr gut gespielt in der Verteidigung, gerade im Zweikampf. Jetzt aber im neuen System unter Neutrainer Vincent Kompany spielt er leider gar keine Rolle mehr. Klar, sein Ding ist halt, er ist nicht der Schnellste und Bayern spielt ja ein sehr hohes Pressing. Und falls mal ein Konter kommt von einem Top-Team oder einem Verein allgemein, muss man natürlich schon schnelle Abwehrspieler haben, die dann auch schnell mit zurückkommen. Und das ist das Problem von Eric Dier, die Schnelligkeit. Sonst wäre er, denke ich mal, auch unter Vincent Kompany, denke ich mal, schon Stammspieler in der Innenverteidigung. Gerade da, wo man jetzt hin und wieder Probleme hatte mit Kim und mit Upamecano, obwohl man sagen muss, Kim und Upamecano haben jetzt aber in den letzten 2-3 Spielen schon sehr gut gespielt. Ja, er hat 22 Spiele gemacht, Dier für den FC Bayern München bis jetzt. Marktwert immer noch 12 Millionen Euro und er ist auch erst 30 Jahre alt. Meiner Meinung nach, ich sag mal, wenn Kompany Trainer bleibt und Bayern vielleicht keinen guten neuen Innenverteidiger holt nächstes Jahr, sollte man schon gucken, dass man mit Eric Dier auf jeden Fall noch einmal verlängert um 1 oder 2 Jahre. Klar muss man jetzt dann gucken, wenn Ito zurückkommt, wie er in der Innenverteidigung eingesetzt wird von Kompany, wenn auch da dann Dier keine weiteren Möglichkeiten hat in der Saison jetzt, klar müsste man dann gucken, eventuell Dier zu verkaufen. Aber erstmal ist meiner Meinung, Bayern München sollte auf jeden Fall schon mal noch um 1 Jahr auf jeden Fall mit Eric Dier den Vertrag verlängern. So, welchen Spieler haben wir jetzt? Ja, Sven Ulreich, der zweite Torwart hinter Manuel Neuer. Ulreich war ja schon 2015 beim FC Bayern München, dann wechselte er für 1 Jahr zum HSV und ist jetzt wieder von 2021 jetzt wieder beim FC Bayern München. Man muss sagen, als zweiter Keeper ist er sehr gut. Er könnte auch in jedem anderen Bundesliga-Verein, wäre er, denke ich mal, Stammkeeper. Also so ein Torwart hinter einem Neuer zu haben, ist schon sehr beruhigend. Also sollte auch hier der FC Bayern schauen, dass man den Vertrag mit Sven Ulreich verlängert. Er ist ja heute 36, also 1-2 Jahre könnte man mit ihm auf jeden Fall noch planen bei Bayern München. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall auch verlängern den Vertrag mit Sven Ulreich. So, wen haben wir jetzt? Ja, Leroy Sané. Sané kam ja 2020 von Manchester City zum FC Bayern München, war so der Player, den man haben wollte, der das Offensivspiel bei Bayern München wiederbelebt. Klar macht er auch, er spielt auch seine Superspiele, aber leider hat er auch dann wieder eine Menge Spiele, muss man leider sagen, eine Menge Spiele, wo er quasi nur hinterherläuft. Und deswegen, klar, ist es ein Problem beim FC Bayern, sonst hätte man schon längst mit Leroy Sané verlängert, wenn er wirklich so, sage ich jetzt mal, wie Jamal Musiala oder ein Thomas Müller
von 34 Bundesligaspielen, 27 Bundesligaspielen sein Niveau zeigen würde. Aber das macht Leroy Sané leider zu wenig. Vom spielerischen Potenzial, von seinen Fähigkeiten, Dribbling, Torgefährlichkeit, gerade jetzt auch wieder Champions League, gleich ein Tor gegen Zagreb nach seiner Verletzungspause. Das kann er alles, aber er zeigt es zu wenig. Wenn er sich jetzt steigert in den nächsten Spielen, in den nächsten Wochen, klar, muss der FC Bayern da mit Leroy Sané verlängern. Jeder andere Verein in Europa wäre froh, wenn man einen Leroy Sané hätte. Und wir bei Bayern München haben ihn. Bringt er jetzt seine Leistung wieder, dann sollte man natürlich schon schauen, dass man auf jeden Fall den Vertrag von Leroy Sané bei Bayern München sage ich mal, 2 Jahre verlängert. Er hat auch 177 Spiele schon absolviert für Bayern München. Also wie gesagt, ein Leroy Sané in normaler Form reicht dem FC Bayern, weil er ist torgefährlich. Seine Dribblings links außen, rechts außen sind immer Weltklasse, wenn er es möchte. Und wenn er gut spielt jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, sollte der FC Bayern natürlich auch mit Leroy Sané den Vertrag verlängern. Was ist deine Meinung? Sollte der FC Bayern München mit Leroy Sané verlängern? Ja oder nein? Schreib es nachher in die Kommentare. So, wen haben wir jetzt? Ja, Alphonso Davies ist schon das lange Thema jetzt beim FC Bayern München. Man hört immer wieder, er hätte schon im Heimlichen, sage ich mal, einen Vorvertrag bei Real Madrid mündlich oder schriftlich abgegeben. Jetzt hat man aber auch gehört, Real Madrid hat mit seinem Linksverteidiger verlängert. Jetzt bin ich mal gespannt, David Alaba kommt dann ja auch wieder zurück, Innenverteidiger oder Linksverteidiger bei Real Madrid. Aber Alphonso Davies hat jetzt noch gesagt im Interview, er hat Bayern München immer in seinem Herzen, aber er weiß nicht, wo er nächstes Jahr spielt. Da sollte man seine Berater fragen, sagt er so. Da frage ich mich, ja gut, aber Alphonso Davies will ja entweder bleiben oder gehen und nicht sein Berater. Und das Problem ist wohl das Gehalt. Der FC Bayern bietet wohl aktuell 13 Millionen Euro Jahresgehalt plus Boni. Alphonso Davies möchte wohl, entweder er oder seine Berater möchten wohl gerne 16 Millionen plus Boni haben. Dazu aber auch 15 Millionen Euro für die Vertragsverlängerung, also für seine Unterschrift, möchte Davies 15 Millionen Euro Handgeld haben. Und da weiß ich nicht, weil auch gerade seine Leistung, er war mit der beste Spieler in der Champions League Saison 2019-2020, wo der FC Bayern alles gewonnen hat, das Sixpack quasi, da war er auf jeden Fall mit der beste Spieler, ohne Frage. Aber die letzten 2 Jahre ist seine Leistung nicht mehr auf ein Level, wo man sagen könnte, ich will jetzt 18 oder 16 Millionen Euro haben. Diese Leistung hat Davies die letzten 2 Jahre nicht mehr gebracht, auf jeden Fall nicht. Und daher wird es schwer, wenn er auf sein Gehalt weiterhin beharrt, dass der FC Bayern München mit ihm verlängert. Auch wie gesagt, von seinen Leistungen her, da könnte man auch lieber Asnaoui das Talent mit 18 Jahren öfters mal reinbringen, wie als Davies, der jetzt auch gegen SV Werder Bremen, da haben alle Bayern-Spieler natürlich sehr gut gespielt. Aber auch wieder Davies hat seine Chance, die er bekommen hat von Kompany, in der Startelf, meiner Meinung nach jetzt gegen Werder Bremen, auch wieder nicht nutzen können. Daher, wenn jetzt Alphonso Davies seine Leistung nicht mega steigert, muss der FC Bayern München auch gar nicht mit Davies verlängern. Da haben wir einen Asnaoui. Es gibt noch andere Linksverteidiger auf der Welt, die man dann eventuell für Davies verpflichten kann. Itu kommt auch wieder dann bald. Er könnte auch erstmal Linksverteidiger spielen. Also da ist der FC Bayern München noch ganz gut aufgestellt. Klar, wenn Davies gehen sollte, wird der FC Bayern München schon einen ordentlichen, guten neuen Linksverteidiger holen. Aktueller Marktwert 50 Millionen Euro. Klar, dann wird er nächstes Jahr ablösefrei gehen. Man spart dann aber schon mal sein Jahresgehalt und dann lieber einen neuen Linksverteidiger holen, als eventuell einen Spieler zu haben, der immer nur dann doch vielleicht an anderen Vereinen denkt, anstatt zu sagen, nee, ich will beim FC Bayern München bleiben, ist ein super Verein, gibt mir 14 Millionen, keine Ahnung, dann bleibe ich hier und gut ist. Aber so diese ganzen Forderungen, seine dann doch schlechte Leistung 2 Jahren, das passt dann irgendwie nicht zusammen. Also wenn Davies seine Leistung nicht steigert, meiner Meinung nach, obwohl Davies früher einer meiner Lieblingsspieler war, klar, jung, schnell, auch Technik und so ganz gut, alles fröhlicher Junge, aber mit seiner Leistung, aber jetzt auch mehr Geld haben zu wollen, das passt für mich nicht zusammen. Also wenn Davies nicht besser spielt, sollte der FC Bayern München auch mit Alphonso Davies nicht verlängern. Das ist meine Meinung. So, dann gehen wir weiter zum nächsten Spieler. Ja, Joshua Kimmich
Klar, Kimmich auch so ein Reizthema beim FC Bayern München. Letztes Jahr ein bisschen Probleme, weil er Rechtsverteidiger spielen musste unter Tuchel. Jetzt unter Neutrainer Kompany ist er gesetzt im Zentralmittelfeld beim FC Bayern München. Da finde ich Kimmich auch sehr gut aufgehoben. Er kann gute Pässe spielen. Er ist schon der Chef auf dem Platz. Er kann sehr gute Chipbälle spielen. Flanken sind gut. Er ist da, sagt seine Meinung, also als zentraler Mittelfeldspieler. Und jetzt mit auch seiner sehr guten Leistung seit Anfang der Saison sollte der FC Bayern München auf jeden Fall mit Joshua Kimmich verlängern. Er ist jetzt 29 Jahre alt, im besten Fußballeralter. Also er sollte auch wie ein Thomas Müller schon beim FC Bayern München auf Dauer bleiben. Bei Kimmich schon, muss man ehrlich sagen, er bringt immer seine Leistung. Klar, so als Rechtsverteidiger, da wollte er überall spielen. Rechtsverteidiger ist er eingeplant gewesen. Dann lief er auch mit im Mittelfeld herum und so. Aber das zeigt aber auch, er will immer sein Bestes zeigen für Bayern München. Und daher sollte man schon mit Joshua Kimmich seinen Vertrag auf jeden Fall verlängern. So, wen haben wir jetzt noch? Ja, die Bayern-Legende Thomas Müller, mittlerweile 35 Jahre alt, aber er ist immer noch ein Kämpfer. Er hat 713 Spiele für den FC Bayern München gemacht. Die meisten Spiele für den FC Bayern auf Rang 1 Thomas Müller. Und auch wenn er reinkommt, wie jetzt gegen Werder Bremen, da steht schon 4-0. Aber er will immer noch alles zeigen, immer noch Tore schießen, kämpfen. Er spornt die Spiele an. Und da kann ein Thomas Müller auch noch mit 38 Jahren spielen. Gar kein Thema. Sieht man ja bei Cristiano Ronaldo. Und wenn ich dann mit seinen 37, da meinen 2 Jahren Einwechselspieler als Stürmer, macht er auch noch seine Tore. Also man sollte mit Thomas Müller auf jeden Fall noch um 3 Jahre verlängern. Thomas Müller, die Bayern-Legende. Auf jeden Fall. Ja, liebe Bayern-Freunde, liebe Bayern-Fans, was meint ihr? Wie ist deine Meinung? Mit welchen Spielern sollte der FC Bayern München verlängern oder auch nicht? Schreib es natürlich in die Kommentare. Ich danke dir für ein Like für das Video und für ein Abo für Bayern News. Verpasst auch hier meine Bayern News nicht. Deswegen abonnieren. Also dann, tschüss.